Wenn ihr dieses Video gerade seht, dann bin ich nicht hier, sondern in Österreich bei der Formel 1 und ich werde mich wieder fragen, wie funktioniert dieser ganze Zirkus? Und ich habe ein Video dazu gefunden, zumindest zum kleinen Teil, nämlich F1 Explained the TV-Helicopter. Video ist schon 3 Jahre, aber ich denke, daran sollte sich wenig geändert haben und deswegen würde ich sagen, springen wir direkt rein. Standby heli, standby heli. Opening sequence in 5, 4, 3, 2, 1, and Through to 8. That's a really nice heli. Very, very nice. Heli's lovely at the moment. Heli is an absolutely crucial tool on our production, really. It's a vital tool not only for setting the scene, it's certainly the first shot that we show when we're opening the program. Das ist wirklich so, ne? Also es gibt vor jedem Rennen, und da gibt es keine Ausnahmen, gibt es immer diesen einen Opening-Shot, wo genau gezeigt wird, wo diese Strecke liegt, ja, in was sie eingebettet ist. Und das wird halt meistens immer schon irgendwie vor dem Wochenende aufgenommen oder zumindest am Freitag, wenn irgendwie das erste freie Training ist und so. Weil hat man ganz oft, dass sich dann das Wetter dann von Freitag auf Sonntag geändert hat. Und ja gut, dann machen die halt einmal ihre Aufnahme, ne, fliegen da ganz langsam lang und hab's im Kasten. Okay, heli, let's get to the harbour now, please. Thank you. We constantly communicate, especially at the beginning of the weekends, about the shots we want and how he needs it to fly. Those shots we sort of tend to use in the race, but obviously going through Friday, we're practicing those shots. The practice sessions are not just for the Formula 1 drivers, but also practice sessions for us. There's a time we need to set up the shots. Standby heli. Das ist halt auch verrückt, ne? Also, ich meine, klar, beim Training trainieren auf jeden Fall erstmal die Formel-1-Fahrer, keine Frage. Aber dass du dann so als Heli-Pilot sagst, so, ja, also ich trainiere auch, ne? Wir müssen auch erstmal gucken, wie das funktioniert. Krass, Mann. Ich hätte jetzt einfach so gesagt, so, die machen das ist deren Job. Klar, müssen die immer so ein bisschen an die Strecke anpassen, aber so grundsätzlich, das hier ist üben, crazy. And take heli, with you heli. Lovely, including the boat. It's a beautiful shot. Good stuff. Thank you. Here we got our shot over camera system. It's an amazing piece of kit which allows us to make rock steady shots when we're heavily maneuvering. I mean, we could be diving down, banking usually, and this thing will keep. Das ist ja auch geil, ne? Also, du hast auf der einen Seite erstmal den Piloten, der vermutlich fürs Fliegen zuständig ist. Dann hast du den Dude, der da mit seinen ganzen Joysticks sitzt und guckt, dass er die Shots in den Kasten kriegt. Und dann hast du aber immer noch auf dem Ohr den Dude, der dir die ganze Zeit sagt, so, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. The camera steady. We got a control panel with joystick for the pan movements, tilt movements. We got the zoom button here and focus. And these are all buttons just for the setup of the platform. This is our monitor where I'm looking at with a proper sun hood, which is important if we got sunny races like this during the day. We can even completely close it. So if I completely close it, I won't be able to actually look outside what's happening. So I try to keep it. Ich kenne das ja vom Drohnefliegen, ne? Wenn du im Auto bist und Drohne fliegst, das ist so schwierig, weil die Drohne macht halt andere Bewegungen als das Auto. Du fährst nach rechts und die Drohne fliegt vielleicht nach links. Und ich glaube, gerade wo man das hier am Anfang gerade gesehen hat, wir gehen nochmal einmal an die Stelle. If I completely close it, I won't be able to actually. Dieser Punkt so, ja, wenn die da über dieses, ich glaube, das ist ein Hotel da in Abu Dhabi drüber fliegen. Natürlich haben die noch extrem viel Platz nach unten, das sieht man ja rechts. Aber das, was er auf seinem Bildschirm sieht, ist ja das, was da oben ist. Das ist ja, dass du da dann nicht ständig aus dem Fenster guckst und denkst, oh. Aber ja, klar, deswegen haben die auch 2 Leute an Bord. Look outside what's happening, so I try to keep a view outside as well. The relationship to the pilot is really important. I mean, we work together like a tandem, so it's very important that we understand each other. Obviously, the pilot is very skilled, and he also needs to have a good eye for. The pilot is obviously very skilled. Yeah, I hope so.
Also auch für dich, aber die beiden müssen sich ja wirklich blind verstehen, weil bei einer Drohne zum Beispiel ist es ja so, du steuerst ja die Drohne und du kannst ja die Kamera dann nochmal separat steuern, aber er muss sich ja auf das verlassen, was der Pilot tut, damit er die Kamera auch so steuert, dass es passt. The angle I'm looking for, I can tell him what I want, but if he doesn't understand it, he won't get it right. Lever will then create a shot list, and then it'll come to John, who coordinates with him in the gallery on the producer's desk. That's really nice, Heli. I will get the call from Jonathan on the ground. Okay, Heli, you ready to go? I will tell the pilot which car we're going to go with, so he's got a monitor watching what I'm doing and adapt his flying to the frame. Just drift around to the left there, Heli. Thank you. Exit the hairpin. Okay, good job. Well done, Heli. John will give me a brief synopsis of what the shot is, where the heli is, and then from that point, once I've taken the heli, my control over it then is purely aesthetic to help it work into the program. Lovely shot. Stand by heli. Stand by heli. Take heli. Going to pick up Alonso. So second car out of the hotel. Then Alonso. Here is Alonso. Nice work, Lehman. Auch, also als, wer war das jetzt? War das der Executive Producer oder war das der International Feed Director? Auf jeden Fall einer von den beiden. Der muss ja das komplette Bild, das Große und Ganze im Blick haben. Und der wird ja vor, keine Ahnung, 50 Screens sitzen mit allen Kameras und grob im Kopf haben, okay, Alonso ist gerade in der Ecke, wir haben den gerade verfolgt. Jetzt sind wir im Heli, wir zeigen das Hotel und das zweite Auto, was rauskommt, das ist er. Und da müssen ja die Ansagen auch wirklich so auf den Punkt sein. Krass. Stand by track mix. Stand by track mix. Take track mix. Off you, heli. Thank you very much. Okay, good stuff, Lehman. I was an aerial cameraman for quite a few years already. I do remember my first race, which was Istanbul. Yes, obviously I was nervous. But yeah, we got through that first race pretty good, and then the next year we did some more, and then yeah, I ended up doing the full season. He knows how much dynamic perspective he's got to put into the shot. He's got foreground coming in. Long ago, the helicopter was just, hovering above the circuit, filming in a static position, filming the car going around the track. And now we're getting a lot more dynamic. We're So, jetzt habe ich keinen Ton mehr. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. flying in behind. Okay, ich habe keinen Ton mehr. Wir wechseln mal gerade die Kopfhörer, weil ich glaube, der Akku hier ist alle. Wir sind sofort zurück. Ich habe zu den AirPods geswitcht. Wir können weitermachen. Malaysia, we used to do a lovely shot where you're starting behind the palm trees and lifting up. So we're looking for all those kinds of things all the time. Ja, Mann, das war Österreich. Da bin ich gerade. There's some circuits where we can be very creative and do some great shots, like we had the sunset just behind a big mosque, and that was fantastic. And that's all just about positioning, and it's impossible to do that with the camera on a tripod. There's a lot of factors involved in that. Obviously there's the speed of the car, the speed of the helicopter, but that varies a lot. You could have one day you could have a headwind, and the next day you got a tailwind, and that could be a 60k difference. So all the time you've done the day before, suddenly you got to redo and work out again. Bad weather could affect us, but the limits are pretty low. Let's say we could still fly if we got limited visibility. The rain used to be a very important factor when we used to use the previous systems. As soon as it started raining, we got the raindrops on the lens, and basically because only the inside of the camera is stabilized, you could see the raindrops just going around. Well, now with this shot over a camera, we got a rain spinner, which is basically a window that spins at 12,000 RPM, I think, and all the raindrops just disappear, and that's really amazing. Ja, okay, das ist halt geil, ne? Also, was er gerade gesagt hat, ist so grob, okay, früher hast du die Regentropfen gesehen, weil nur die Kamera stabilisiert war, aber das Glas davor nicht. Und inzwischen haben die halt so ein rotierendes Glas, wodurch du halt den Regen nicht mehr siehst. Und wenn du dann solche Shots kriegst, ist natürlich das ist brutal. Vor allem das ist natürlich dann am Ende des Tages auch diese Magie, ne? Du siehst diese Bilder und fragst dich halt so, okay, wie haben die das jetzt gemacht? Wir nehmen jetzt hier gerade die ganze Magie raus, ja. Aber Wahnsinn.
My favourite heli shot would be in Brazil. Got the lakes in the background. You've got the buildings, the favelas. It's that juxtaposition between, you know, Formula 1 and its surrounding areas. I just love my job, and it's the best seat in the house to see the race, to see what's going on. And what I love the most is that I got the camera, but I can position that camera almost where I want it, and that's fantastic. Nice. Also, ich glaube, dass er seinen Job liebt, weil ich glaube, dass das ziemlich cool ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, da ihn mal in Action zu sehen. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er das immer noch macht. Und coole Sache auf jeden Fall. Cool.